Seit gestern ist Selina Maria Edbauer 23. Alles Gute nachträglich und hören Sie mal, wie klein sie zu Beginn ihrer Musikkarriere war. Musik ist ein Bestandteil schon seit ich mini Baby klein war. Da gibt es Fotos, wo ich mit meinem Papa wirklich am Klavier stehe und versuche, irgendwas zu drücken. Also es wäre echt komisch gewesen, wenn ich nicht angefangen hätte, irgendwie Musik zu machen. Then she'll be a true love of mine. Ich habe einmal im Jahr so ein Rockkonzert, wo ich so ein bisschen die Sau rauslasse. Normalerweise singe ich aber auch auf Hochzeiten, Taufen, kleineren Events einfach. Selina Maria, offenbar eine sehr wandelbare Künstlerin. Es ist zum Beispiel eine never-ending Story mit meinen Stilrichtungen. Ich habe so Monate, wo ich mich komplett schwarz anziehe, dann habe ich Monate, wo ich gern komplett bunt bin. Eine Sache habe ich aber immer, das sind rote Lippen. Das ist schon immer so gewesen, seit meine Mama mir das Schminken erlaubt hat. Und rote Lippen soll man singen lassen. Hier ist Selina Maria Edbauer. You remember me when we walked in fields of gold. Live bei Starmania, Selina Maria Edbauer mit Fields of Gold. Greifst du dir gerade, ist da das Herz oder wo greifst du dir gerade hin, Selina Maria? Nimmst das Mikrofon und komm ein bisschen zu mir. Das Herz puppert vor Aufregung. Ja, das tut es. Davon hat man jetzt aber nichts gemerkt. Das war ganz stimmig. Ich traue mich gar nicht laut zu sprechen, weil das so schön still war. Nur deine Stimme hat Was brauchst du denn, damit du dich auf der Bühne wirklich wohlfühlst und dich so entfalten kannst? Boah, also ich brauche immer einen kompletten Check-up, irgendwie von oben bis unten, von Kopf bis Fuß. Es muss irgendwie alles sitzen. Ich überprüfe meinen Mund auf Speisereste, ob da eh nichts irgendwie drin steckt, wo es nicht hin soll. Also dann machst du erst beim Singen richtig den Mund auf. So irgendwie. Genau. Okay. Das heißt, es muss alles safe sein. Wenn das nicht ist, dann fühle ich mich auch nicht wohl. Aber ich bin trotzdem nervös. Also ich habe alles gecheckt, aber es ist trotzdem, ja. Es hängt dir nichts zwischen den Zähnen, darf ich dir versichern. Dankeschön. Style-Check So genau. 1A. Aber während alle anderen ja hinter den Kulissen sich lange einsingen und so weiter, ich denke, das ist auch wichtig, du machst das ja weniger, oder? Nein, ich mache das gar nicht, weil ich habe jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob man es gemerkt hat, aber ich habe einen Textfehler gehabt. Und wenn ich das vorher nochmal durchgehe, und das habe ich jetzt ganz kurz gemacht, dann weiß ich meistens auf der Bühne überhaupt nicht mehr, was Sache ist, irgendwie textlich. Dann bist du vielleicht zu kopflastig und nicht so im Gefühl drinnen. Ja, definitiv. Und das will ich eigentlich gar nicht. Deswegen. Ich mit dem Texthängen, das habe ich jetzt überhaupt nicht gemerkt. Und das Gefühl, naja gut, also wir lassen das Juryergebnis mal sprechen. Jawohl! Grün heißt weiter im Rennen um den Einzug ins Semifinale. Und Ina, da darfst du jetzt ruhig noch ein bisschen was nachschießen. Sehr gerne. Also mir hat es sehr gut gefallen. Für die große Gänsehaut hat es mir nicht ganz gereicht. Da hätte ich mir gewünscht, dass du noch ein bisschen mehr auf Risiko gehst, dort oder da. Es war sehr safe gespielt, sehr elegant gemacht und schön gestaltet auch. Und ich finde, das Lied ist wahnsinnig schwer zu singen. Ich habe es selber vor kurzem mal gesungen und es ist richtig schwer. Also dafür Chapeau. Und deswegen unbedingt von mir grünes Licht. Fürs nächste Mal würde ich mir noch ein bisschen mehr Mut zum Risiko wünschen. So wie man es, und ich habe es extra nicht in meine Bewertung mit einbezogen, wie man es in der Matz ein bisschen gesehen hat, in dieser Kurzdoku von dir, wo man merkt, okay, da sind noch viele Farben da und ich freue mich schon auf die nächsten. Ich muss aber sagen, ich fand gerade das ganz toll. Also mir hat das die Gänsehaut gemacht, dass du so fantastisch singst und das mit einer Ruhe und einem, als ob überhaupt niemand zuguckt gerade. Also dieses nicht von der Kamera beobachtet, da hat mir die Gänsehaut, also dieses nicht dievenhafte Ballade, jetzt zeigt mein Gesicht euch, was ich fühle. Also deine Stimme hat mir schon gezeigt, was du fühlst. Also da unterscheiden wir uns vielleicht. Da gebe ich dir auch recht. Und ich fand, du hast tatsächlich uns alle total gut durch den Song durchgeführt. Durch dein Timing, dass du immer mal wieder ein bisschen spät dran warst und eher ein bisschen zurückhaltender warst und dann plötzlich ausgerastet bist stimmlich. Das ist genau die richtige Mischung. Das war nicht die ganze Zeit Gesangssport, sondern du hast uns da so schön den Zuhörer mitgenommen und das ist tatsächlich die große Kunst.
Das ist tolles Feedback, danke. Ich bin gerade so... Oh. Selina Maria hat gerade alle drei anscheinend da abgeholt, weil die wollten jetzt unbedingt alle drei was noch dazu sagen. Und es ist auch schön zu sehen, dass da noch Potenzial ist. Also sie kann mit ihrer Stimme noch Wunderdinge vollbringen, wenn ja auch schon. sie denn möchte. Ja. Und wenn ihr dann wollt, weil es geht ja jetzt erstmal darum, wirklich weiterzukommen ins Semifinale. Ganz so weit sind wir noch nicht, ja, Selina Maria. Aber du bist straight auf dem richtigen Weg. Okay. Okay, Sister. Dankeschön, danke.